Was, wenn ich euch sage, dass ihr gar nicht faul seid, sondern ihr einfach nur in einem komplett unfairen Spiel feststeckt? Diese Woche starten wir die ultimative Selbstwertquest. Keine Ahnung, ob ihr schon mal was von ADHS-Paralyse oder sowas gehört habt, aber gerade als neurodivergente Person wird man oft als faul bezeichnet oder fühlt sich selber faul. Dabei ist man es gar nicht und man kann gar nicht so wirklich was dafür, beziehungsweise sieht einfach nur nicht, was man alles geschafft hat, sondern sieht nur, was man nicht geschafft hat. Deshalb habe ich mir diese Woche mal vorgenommen, da ein genaueres Auge drauf zu werfen. Vielleicht finde ich sogar ein paar Lösungsansätze, die man machen kann. Aber vor allem geht es mir gerade erstmal darum, Bewusstsein zu schaffen, auch bei mir selber, weil ich wirklich sehr oft rumsitze und mir denke, boah, du hast nichts gemacht den ganzen Tag, du warst richtig faul. Und das muss halt nicht sein, weil das meistens nicht stimmt. Und wenn es mal stimmt, dann ist es auch okay, ganz ehrlich, man darf auch mal faul sein. Faul sein ist nicht grundsätzlich was Schlechtes. Nur halt, wenn es zu oft vorkommt. Ich habe ja zum Beispiel heute meinen mehr oder weniger freien Tag, muss aber jetzt gleich zur Physio. Und ich habe ein Date mit Rebecca. Wollen ein bisschen quatschen. Aber also telefonieren halt. Und das ist jetzt bis jetzt so mein Tag und ich bin mal gespannt, was ich heute Abend habe. Ich habe noch ein paar andere Sachen auf meinem Questlog stehen, wie zum Beispiel die Skripte schreiben, damit die morgen schon mal fertig sind. Ob ich das aber wirklich heute mache und schaffe, weiß ich nicht. Schauen wir uns später mal an, würde ich sagen. Ich war einfach pünktlich. Bin halt einfach 20 Minuten, bevor ich eigentlich los wollte, aufgestanden, habe gedacht, bevor ich jetzt hier rumsitze, ich war halt fertig und warte, kann ich halt auch einfach mich schon fertig machen und wahrscheinlich brauche ich noch voll lange. Ja, ich habe voll lange gebraucht. Ich bin dann genau dann losgekommen, als ich halt geplant hatte. Habe dann Pablo noch schnell weggebracht und dann war ich einfach 10 Minuten vorher da, konnte ganz entspannt vom Parkplatz dahin, musste sogar noch warten im Wartezimmer. Ich bin richtig stolz auf mich. Ja, Physio war ziemlich nice, wurde sehr schön viel in meinem Bauch wieder rumgedrückt und irgendwie irgendwas gelöst in meiner Wirbelsäule. Das war sehr angenehm und ich fühle mich jetzt sehr gut. Er sagt, eventuell kriege ich ein bisschen Muskelkater, das kriege ich meistens auch. Aber wenn es nur das ist, ganz ehrlich, ist mir das egal. Ich schwöre, Leute, das war nicht geplant. Es passt einfach so perfekt. Ich sitze jetzt hier seit einer halben Stunde ungefähr rum und es ist voll das gute Wetter gerade. Die Sonne scheint und ich war ja eben bei der Physio und habe mir da überlegt, ich möchte das irgendwie nutzen. Ich möchte irgendwie, das schöne Wetter ein bisschen genießen. Und jetzt sitze ich hier und bin einfach komplett überfordert mit den ganzen Möglichkeiten, die ich habe, weil ich habe ja nicht geplant, dass heute gutes Wetter ist und was ich dann dementsprechend machen möchte. Das heißt, ich habe jetzt nichts konkret zu tun und habe so viele offene Optionen, die ich machen könnte, dass ich halt letztendlich keine mache und hier sitze und mich gleich total ärgern werde, dass ich es nicht genutzt habe, so wie ich es eigentlich wollte. Aber ich kann halt auch gerade nichts machen, weil ich weiß halt nicht was. Es sind so viele Sachen, die ich machen kann, die ich vielleicht machen will. Ja, jemand, der mich jetzt angucken würde, der wird sich denken, boah, da sitzt ja komplett faul rum, du machst ja nichts. Ich gucke halt nicht mal Video gerade oder so, ich mache nichts, ich sitze hier und existiere und überlege, was ich machen könnte. Und dass ich irgendwie jetzt eigentlich gar keine Lust mehr habe, was zu machen, dass ich aber schon was machen will, damit ich mich eben nicht gleich ärgere und verurteile dafür. Gumo, meine Helden. Wir haben einen Tag geskippt tatsächlich, weil ich gestern war ja mein Drehtag eigentlich. Und ich habe auch angefangen zu drehen, hatte aber da schon gemerkt, dass ich so ein bisschen verspannt bin und wahrscheinlich Migräne bekomme, wie ich das vor der Physio, also nach der Physio, schon vorhergesagt hatte. Ja, das ist dann auch eingetreten. Ich habe dann nachmittags tatsächlich, also vom Podcast-Dreh, habe ich komplett prokrastiniert und habe lieber gechattet und mir da Dopamin geholt. Also komplett passend zum Wochenthema natürlich mal wieder. Hab dann aber doch noch gedreht. Die Folge ist echt kurz geworden, weil ich irgendwie nicht besser hinbekommen habe. Und ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich das nicht auf heute schieben konnte. Ich habe aber leider eben jetzt einen Termin gleich beim Psychiater. Es ist definitiv zu früh. Es ist noch nicht mal 8 Uhr. Es ist viel zu früh. Ich bin super müde. Es ist auch voll kalt. Ja,
Aber ich habe den extra so gelegt, weil wenn man dann nämlich erst irgendwie mittags oder gar nachmittags einen Termin hat, dann muss man so ewig warten. Und ich hatte halt die Hoffnung, dass ich, wenn ich um 8 direkt den Termin habe, vielleicht nicht ganz so lange warten muss. Und da ich nämlich nachher noch einen Termin mit Pablo beim Hundefriseur habe, habe ich auch ein bisschen Zeitdruck. Und dann habe ich tatsächlich heute Nachmittag noch einen Termin. Ich wurde nämlich gefragt, ob ich Bock habe, an so einem Interview teilzunehmen für irgendwie eine Masterarbeit von jemandem. Fand ich voll spannend, deswegen dachte ich mir so, okay, mache ich das doch. Das heißt, ich habe aber heute 3 Termine und ich werde wahrscheinlich kaum zu was anderem kommen, was zeitlich gesehen echt kacke ist und Social Anxiety gesehen auch echt anstrengend. Psychiater geht, das kenne ich halt auch schon gut. Hundefriseur ist das 2. Mal bei dem. Ist also auch ein bisschen schwierig vielleicht. Und das Interview darf ich nicht drüber nachdenken, weil sonst sage ich es ab. Und das wäre unfair. Tja, um jetzt mal nicht nur Negatives zu erzählen. Moment. Ich war so durstig. Ich bin nämlich den ganzen Tag jetzt eigentlich unterwegs. Ich habe ja für den Termin heute Morgen Pablo zu meiner Mom gebracht. Den habe ich dann da abgeholt. Dann haben wir aber auch noch ein bisschen gequatscht. Dann war ich kurz zu Hause. Habe die Zeit aber voll gut genutzt. Ich bin richtig stolz. Normalerweise bin ich dann ja so, also ich hatte irgendwie eine halbe Stunde oder so. Da kannst du ja nichts wirklich machen. Aber ich habe dann Pablo noch ein bisschen gekämmt, ein bisschen ordentlich gemacht, weil er vorher da im Garten tatsächlich, ja, ne? Ihr könnt es euch vorstellen. Habe dann, ja, durchgefegt, einfach so ein bisschen Kleinigkeiten aufgeräumt. Voll gut eigentlich. Das schaffe ich sonst nämlich so zwischendurch nicht, aber da hatte ich halt literally nur diese halbe Stunde. Ja, und jetzt ist Pablo gerade beim Friseur und ich muss jetzt halt irgendwie eine Stunde hier Dinge tun. Habe mir gerade was zu trinken geholt und ein paar Donuts, weil die waren im Angebot. Und mir ist eingefallen, dass ich nur heute Morgen ein kleines Schokobrötchen gegessen hatte, weil es mir zu früh war zum Frühstücken und ich keine Zeit hatte. Ich habe nicht wirklich Hunger, wenn ich ehrlich bin. Aber ich brauche ein bisschen was zu essen und deswegen, die Donuts haben mich so angelächelt. Da kriege ich bestimmt gleich einen runter. Ja, und dann hole ich den gleich ab. Dann habe ich nachher noch das Interview. Und dazwischen muss ich irgendwie noch gucken, dass ich den Podcast geschnitten kriege. Ja, im besten Fall nehme ich auch noch das Video heute auf. Das würde ich aber, wenn, dann machen, bevor ich den Podcast schneide. Und dann ist es mir, glaube ich, zu risky, dass ich dann den Podcast nicht pünktlich schaffe. Schwierig. Weiß ich noch nicht. Ist wieder überfordernd, weil ich habe zu viele Möglichkeiten. Na komm, Pablo. Pablo? Ja, genau. Na komm. Super. Hallo, du Hübscher. Guck mal, Pablo. Hallo. So, dieser Feini ist wieder hübschi. Ja, ja, super. Ja, mir wurde gesagt, er war richtig gut gepflegt. Haha. Das musste ich unbedingt hören. Ich war mir nämlich ein bisschen unsicher. Vor allem habe ich ja in letzter Zeit ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich nicht so die beste Hundemama war. Aber wenn er immerhin schon mal gut gepflegt war, freut mich das schon mal. Ja. Oh. Oh, kleiner Süßi.
Dieser Tag ist mal wieder komplett anders verlaufen, als ich ihn geplant hatte, kann man nicht mal sagen. Ich färbe jetzt gerade meine Haare, as you can see. Diese haben es dringend nötig und ich habe heute voll viel aufgeräumt und Möbel umgestellt und so. Ich weiß gar nicht, wo diese Motivation herkam, aber ich lieb's. Ich habe ein bisschen mein Arbeitszimmer ein bisschen mehr cozy gemacht und ein bisschen... Ich muss hier mal Wasser nachfüllen. Moment. Also, ich wollte ein bisschen den Hall raus haben, auch aus dem Arbeitszimmer. Deswegen, da musste halt irgendwas rein. Jetzt habe ich da halt diesen Sessel hingestellt und diese Sandbox, die vorher im Schlafzimmer stand, wo Pablo aber ganz oft dran gepinkelt hat. Das war halt deswegen sowieso total blöd. Und die stand da auch so, dann kam ich nicht richtig ans Bett dran von der Seite. Deswegen, ja. Leider musste ich aber eben den Deckel sauber machen. Aufgrund von Pablo. Und deswegen ist da jetzt kein Deckel drauf. Das lädt Pablo natürlich schön ein, den Inhalt komplett auseinanderzunehmen. But it is how it is. Morgen kommt der Deckel da drauf und dann passt das auch. Ja, ich wollte eigentlich heute auch drehen, aber war dann jetzt... Oh, scheiße. Mann. War jetzt eben noch unterwegs ein paar Sachen holen. Und jetzt ist es schon voll spät. Ich weiß gerade nicht, wie spät. Wahrscheinlich 8 Uhr oder so. Und die Haarfarbe, die muss halt mindestens eine Stunde einwirken. Und dann müsste ich duschen, mich fertig machen. Das heißt, ich glaube, das mit dem Drehen wird mir dann heute doch definitiv zu spät. Eventuell schmeiße ich noch spontan einen Stream an. Aber das ist dann auch das allerhöchste der Gefühle. Jetzt habe ich natürlich zu viel Wasser hier drin und alles tropft. Das ist echt kacke. Mann, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hola, Friends. Ugh. Prokrastination hatte ja ein paar Tage lang gesiegt vom Film her, wobei ja, der Hauptgrund war ja die Migräne, warum ich es nicht an dem Tag gemacht habe, wo ich es eigentlich wollte. Aber habe gerade Bad Girl Luna gefilmt, haha. Nee, ich habe gerade noch einen Teil vom Sketch gedreht und davor ja den Rest vom Video. Es ist jetzt 16 Uhr schon, weil ich gestern erst um 4 bzw. eher 5 gepennt habe und dann ja, heute dementsprechend erst um 12 aufgestanden bin. Nicht so gut, vor allem, weil ich das ja jetzt alles noch schneiden muss und das Video morgen online kommen soll. Aber ich werde das schaffen. Ich werde jetzt reinhauen und jetzt gleich, ja, ja, ich werde jetzt mich umziehen und dann werde ich direkt anfangen zu drehen. Habe mein Stativ im Wohnzimmer, deswegen müssen wir uns jetzt mit dieser Konstruktion hier mal kurz zurechtfinden. Ich wollte euch nämlich noch ganz kurz erzählen, es ist mitten in der Nacht. Ich habe aber tatsächlich heute das Video für morgen gedreht und komplett geschnitten. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht einen kleinen Trick angewandt hätte. Und zwar habe ich nämlich mit einer Person ein bisschen geschrieben und war so, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber irgendwie habe ich dann gesagt, okay, genau, die Person war so, ich gehe duschen. Und ich so, okay, ich bin jetzt irgendwie seit einer halben Stunde oder so in den ersten 30 Sekunden vom Video dran. Ich komme nicht vorwärts. Ich so, okay, wollen wir eine Challenge machen? Wer als erstes fertig ist, du mit Duschen oder ich mit der ersten Szene im Video? Und dann war ich so drin. Das war so geil. Ich habe gewonnen, by the way, mit Abstand. Und das Ganze haben wir dann quasi nochmal gemacht mit irgendwas anderem. Und ich gesagt, okay, lass Challenge wieder machen. Ich mache Video fertig. In der Zeit, wo du das andere machst. War geil. Hat richtig gut geklappt. Ich habe es jetzt fertig, ich habe es sogar hochgeladen. Das heißt, ich muss morgen nichts mehr machen. Kann jetzt ins Bett gehen. Habe morgen ja mehr oder weniger einen freien Tag eigentlich. Ein paar Kleinigkeiten werde ich wahrscheinlich machen. Und morgen Abend kriege ich auch Besuch. Das wird bestimmt auch sehr cool. Ja. Ja, finde ich cool. So, gute Nacht.
fröhlichen Sonntag, meine Helden. Okay, wahrscheinlich ist es bei euch nicht Sonntag, wenn ihr das jetzt gerade guckt. Aber für mich ist heute Sonntag. Ich habe bis 12 gepennt. Habe dann ein bisschen gechillt. Bin dann wählen gegangen. Dann habe ich mich ein bisschen über die ganzen Menschen aufgeregt, die draußen unterwegs sind. Aber es war schönes Wetter. Ja, und dann bin ich wiedergekommen. Habe ein bisschen gechillt. Ja, und jetzt werde ich noch ein bisschen aufräumen und putzen, weil ich bekomme nämlich gleich Besuch. Und es sieht gerade noch ein bisschen schlimm aus. Besagter Besuch hat zwar gesagt, ist nicht so schlimm, aber doch, das ist gerade schlimm. Ich werde jetzt nicht hier, keine Ahnung, anfangen, Staub zu putzen und alles perfekt zu machen, aber so Badezimmer muss immer wieder ein bisschen gemacht werden. Das heißt, das mache ich jetzt und halt, ja, ein bisschen aufräumen hier, weil noch von dem Dreh gestern hier alles Mögliche rumliegt und das muss halt einfach nicht sein. So sieht's aus.